Hallo, wir sind die Schüler von der Stadtteilschule Bahrenfeld. Heute erzählen wir euch was von dem Fest Chanukka und wie es entstanden ist. Für die Juden ist Chanukka ein Licht- und Freudenfest. Es erinnert die Juden an die Geschichte ihrer beiden Tempel in Jerusalem, an die Befreiung ihres Volkes von griechischen Herrschern und an ein Lichtwunder. Als die Juden den zurückeroberten Tempel aufräumten, fanden sie nur ein kleines Fläschchen Öl, um das Licht im Tempel zu entzünden. Das kleine Fläschchen Öl reichte an sich nur für eine Nacht, aber am Ende brannte es 8 Tage lang. Das soll sich vor mehr als 2000 Jahren bei der Einweihung des zweiten Tempels ereignet haben. Daher hat das Fest auch seinen Namen. Das hebräische Wort Chanukka bedeutet Einweihung. Chanukka dauert 8 Tage, gefeiert wird aber nur kurz am Morgen und vor allem ausgiebig am Abend. Aber wie genau feiert man eigentlich Chanukka? Am ersten Tag zünden wir nur eine Kerze. Am zweiten Tag 2, am dritten Tag 3 und so weiter. Und dann am letzten Tag von Chanukka leuchtet die ganze Chanukkia 8 Kerzen. Und es ist ein Brauch, um das Wunder publik zu machen, dass man das quasi am Fenster, neben dem Fenster tut, damit man das auch von draußen sieht. Und was man noch macht, weil das Wunder hat mit Öl zu tun, dann isst man Frittiertes. In Hamburg, ich glaube, man nennt das Berliner, in Berlin nicht. Also Pfannkuchen oder Donuts, sowas, also frittierte Teig und auch Reibekuchen, also alles, was so fett mit vielem Öl gemacht wird. Und es gibt sehr viele Chanukka-Lieder und man spielt auch noch, also erstmal das. Man braucht natürlich die Chanukka-Kerzen, also so ein Box entspricht genau eine Chanukkia für das ganze Fest. Also es gibt immer, bei Chanukka-Kerzen gibt es immer 44 Kerzen. Man isst die frittierten Sachen und man spielt mit einem Dreidel. Dreidel, wie sagt man das auf Deutsch? Also das ist so eine Sache, die man dreht. Der Dreidel ist ein kleiner Kreisel mit 4 Seiten. Auf jeder von ihnen steht in hebräischer Schrift der Buchstabe eines Wortes. Man spielt damit meistens um Süßigkeiten. Chanukka ist kein strenges Fest sowieso. Also das ist ein Hausfest, ein Familienfest und ich versuche schon daran zu halten, weil es so schön ist und ich habe auch 2 Kinder und das ist wirklich eine sehr fröhliche Gelegenheit. Oft machen wir so, weil das jeden Tag ist das ein Brauch, dass, sagen wir mal, beim ersten Tag laden wir unsere Freunde ein und beim zweiten Tag lädt ein Freund oder ein Familienangehöriger zu sich und man verbringt so schöne Abende beieinander, also jeden Abend neu, 8 Tage lang und man singt zusammen und man isst gut und man verbringt ein bisschen Zeit. Also das ist nicht ein besonders strenges Fest. Das ist kein Synagogenfest. Das ist nicht wie zum Beispiel Rosh Hashanah oder Yom Kippur, also Neujahr oder Versöhnungstag, wo man den ganzen Tag nur beten muss. Ein schönes Erlebnis für mich an Chanukka ist, wie gesagt, es ist immer diese Zeit mit der Familie, also eine ganze Woche und es ist immer auch schön, dass es, wie gesagt, also jeden Tag ist noch eine Kerze und immer der letzte Tag, wo alle Kerzen an sind, ist ein ganz besonderes Licht und oft, wir versuchen auch, dass jeder von uns also eine eigene Chanukkia bekommt, also eins für mich, eins für meine Frau, eins für meinen Sohn, eins für meine Tochter und wir zünden sie zusammen und das ist dann ein ganz, ganz schönes Licht. Nehmen wir an, es ist heute der erste Tag von Chanukka. Das heißt, wir zünden die erste Kerze. Und das wird so gemacht. Also erst habe ich schon den Shamash gezündet, die Dienstkerze. Und dann singe ich.
ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להדליק נר של חנוכה. Und alle sagen Amen.